Hallo und willkommen zurück zu Crimes and Punishments. So, ich habe jetzt dieses Mal extra mehr Speicherplatz freigeschaufelt. Ich hoffe, dass es diesmal von der Aufnahme her reicht, aber ich denke schon. What am I doing here? I've done nothing wrong. Okay, mit dem haben wir ja dann fertig gequatscht. Das sollte ja jetzt zu Ende sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Kann ich da jetzt endlich mal in das Büro rein? Locked. Nee, immer noch nicht. Vermutlich wirklich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt müssen wir zurück zu Woodman's Lee. Weil wir ja das Logbuch des Kapitäns brauchen. Herleitung, Notizbuch öffnen. Das brauchen wir nicht. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Von daher passt es schon. Aber der liest in seinem Notizbuch wegen den ganzen markierten, also farbig markierten Seiten. So, perfekt. So, laufen wir mal ein bisschen schneller. Ja, das haben wir schon untersucht. Genau, hier ist das Logbuch. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Besatzungsliste, okay. Untersuchen. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Was ist Canadian das? Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Tap, tap, tap. Ui. Untersuchen Sie den Mord. John Nelligan scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Wiggins könnte bei der Suche nach der Besatzung der Sea Unicorn helfen. Er müsste irgendwo in der Baker Street sein. Okay. Ah, das sind wieder weitere Hinweise. Gut. In der Baker Street. Ah, ich kann das ja, glaube ich, von hier aus machen, gell? Ja, Baker Street. Nicht, dass ich dann jetzt zurück ins Haus komme, das wäre ja Schwachsinn, weil ich glaube, ich muss den ja... Muss ich den auf der Straße suchen? Ich weiß es nicht. Kann ich Herleitungen machen? Nö. Aber das hier... Es bedarf eine viel größere Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Geringe Möglichkeit. Ich weiß halt nicht. Ich finde, das mit dem großen Wurf... Wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass das... Naja, dass der Junge einen Glückstreffer hatte? Das ist etwas fraglich für mich. Aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich da glauben Something soll. new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization.
I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Kinder in den Büchern. Die kamen öfters drin vor. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Ah, alles klar. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Na, super. Das Kind weiß ja genial Bescheid. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Oh. Thank you. I'll be there shortly. Gibt's nicht sowas wie Telefone, dass sie mich anrufen können? Müssen die nicht immer vorbeikommen? Gab es damals schon Telefone? Ah, gerade jetzt muss sich meine Mutter dazu entscheiden, das obere Stockwerk zu saugen. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht so stark. Wenn ja, tut's mir echt leid. Aber jetzt ist eigentlich noch... Ja, okay. Ich bin relativ spät aufgestanden. Aber um 12... Oh. Wenigstens hat sie gewartet, bis ich wach war. Muss man ihr schon anrechnen. So, was will jetzt Scotland Yard von mir? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Leave noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Das bezweifle ich. Breathtaking. Das ist so geil. Ah, ich finde Sherlock Holmes einfach so toll. Oh, ich muss die Bücher mal wieder lesen. Ah, jetzt hätte ich voll Bock drauf, die Bücher zu lesen. Verdammt. Oh, da stehen auch die Schuhe. These are the suspect's belongings. Das ist die Frage, ob die Schuhe überhaupt passen. Nehmen wir erstmal den Brief. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Was haben wir da? Ein Füllfederhalter? Nothing unusual about it. Stiefel. Was haben wir hinten dran? Ah, gar nichts. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. War's das schon? Okay, na gut. Kann ich mit dem nicht sprechen? Na, schauen wir mal. Ob der da sitzt? Nein. Hier ist niemand. Ist der das? Please escort this suspect for interrogation. Oh, okay, kann ich doch verhören. Allow Interessant. me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are?
And exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Na Well, dann. we shall see. Ah, ich kann wieder Charakteranalyse machen. Okay. Was haben wir hier? Irgendwas Wichtiges? Oh, eine Narbe. Alte Narbe. Was haben wir hier sonst noch? Hände eines Gärtners. Was haben wir hier? Pflanzenreste. Taschentuch mit Haubenmeise. That's all for now. Ich würde sagen, ich will jetzt erstmal zurück nach Woodman's Lee, um zu gucken, ob die Schuhe passen vom Täter. Also von dem Typen, von diesem, wie hieß er, Mr. Lion? Ich finde irgendwie das Mr. und Mrs. und das Sir viel schöner als das deutsche Frau und Herr. Aber ich weiß auch nicht, ist vielleicht auch einfach nur so, weil man es so krass gewöhnt ist von so vielen Filmen und Spielen und auch von Büchern. Und irgendwie, ja, wenn sowas ins Deutsche übersetzt wird, zum Beispiel auch in Büchern, dann wird ja so meistens so Mr. und Mrs. und Sir gelassen. Wenn ich mich allein nur an Harry Potter erinnere, war das da, glaube ich, auch so. Sorry, ich musste ganz kurz 2, 3 Schlücke trinken. Wenn ich immer so viel quatsche, wird mein Hals immer so schnell trocken. So, jetzt können wir uns aber erstmal hier die Schuhabdrücke ansehen. Gucken, ob die passen. These boots match the footprints exactly. Oh. Aha. B. Kein Gärtner. Hörtlich Stiefel. Was ist denn das? Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hörtlich Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee. Was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Oh, vielleicht kann ich mit der ja nochmal sprechen. Die hockt ja da oben. So. Na? Geht das, dass ich mit ihr sprechen kann? Nee. Ah, doch, Liam Hurtley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Das ist doch ganz offensichtlich eine Lüge. Ach, was mache ich denn da? Was haben wir hier? Das so neue Liam Hurtley ist ein harter Brocken. Was versucht er zu verheimlichen? Die Stiefel passen perfekt. Gut, ich wollte ja eigentlich zurück in die Baker Street. Wegen dem Brief kann man die Flecke ja wohl mit irgendwelchen Chemikalien wegmachen. Mal gucken, ob der irgendwelche Chemikalien überhaupt bei sich hat. Das müsste ja dann eigentlich gehen. Ich frage mich nur, mit was er das lösen will, ohne dass die Tinte verwischt. Ethanol wäre keine gute Lösung. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ach komm schon. Dass es immer so lange braucht beim Laden. Ich muss auch meine Aufnahme im Auge behalten.
Falls sie dann doch wieder abschmieren sollte. Aber es müsste eigentlich echt reichen. Briefe This is where I untersuchen. keep my post. Achso. Der hat doch 100 Pro hier irgendwo so ein Chemikalienlager. Na also. Hört das Briefe wiederherstellen. Brief wiederherstellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Alles klar. So. Blau. Und dann orange. Und dann farblos. Dann wieder blau. Dann... No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Oh, muss ich als Neutralisation vielleicht das Grün nehmen? Gut, versuchen wir es mal mit dem Grün dazwischen. Erstmal blau. Dann das Orange.